Ja, moin, ihr lustigen Menschen. Wir hatten am 29. wieder einen ziemlich coolen Stream. Der ging auch relativ lang und wir haben viel geschnackt, viel Smalltalk, viele Themen. Deswegen wird es auch 2 Teile geben. Und ich weiß nicht, ob ich das mit den Timestamps sinnvoll hinbekomme, weil wir mit den Themen echt hin und her springen. Es sind auf jeden Fall ein paar interessante Themen dabei. Es ist viel abseits der Musik, viel Grundlegendes, bisschen Philosophisches. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Beteiligung war auf jeden Fall auch groß. War, wie gesagt, cooler Stream. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Teil 1 und Peace. So, Aufnahme gestartet. Ja, geht's dir gut, mein Lieber? Ja, habe ich. Ich habe 4 Klimaanlagen hier im Haus. Aber ich muss auch ich habe auch eine Windmaschine hier unterm Schreibtisch. Also einen etwas größeren, stärkeren Venti. Aber wenn ich das anmache, dann hörst du ja nichts mehr. Da ist ja nur noch Getose dann hier. Da ist nichts mehr mit Sprechen. Von daher muss ich durch. Bin halt geschwitzt. Was willst du machen? Ist nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Alerts-Kram gebastelt und so. Ich war zwar nicht online die letzten Tage, ich war aber sehr fleißig. Ich habe jede Nacht bis 6, 7 Uhr morgens irgendwas getan. Manchmal dauert es halt auch ewig. Dann muss man auch im Flow sein, wenn man irgendwie am Computer Progress macht, was auch immer. Ich habe ein bisschen an meinem Logo noch, also ich habe es nicht verändert, aber ich habe ein paar Sachen noch gebastelt. Ein paar Templates habe ich mir gebastelt, weil ich ja auch meine Podcast-Mix-Sessions, die Covers, die Thumbnails und so habe ich schon mal vorgearbeitet. Solche Geschichten. Wie gesagt, die Alerts habe ich gebaut. Ein kleines Overlay habe ich gebaut. Was man halt so tut, ne? Ein bisschen Tracks habe ich noch von meinem Archiv, was immer noch sehr, sehr unsortiert ist. Mittlerweile sind es 2700 Tracks, die ich sortiert habe. Aber da sind ja immer noch 4000 Tracks oder so über. Deswegen, da habe ich auch noch ein bisschen hart Arbeit vor der Brust. Aber ich mache immer mal wieder was. Mal gucken, was ich gleich so mache hier im Stream, ob ich das auch ein bisschen sortiere, ein bisschen quatschen dabei oder so. Ich habe es auf jeden Fall mir gedacht, dass ich heute noch ein paar Tracks sortiere, weil zum einen will ich noch die nächsten 1, 2, 3 Tage noch mal einen Mix bauen. Ich habe jetzt gestern einen gemacht, der ist auch richtig geil geworden. Aber das wird keine Hypersonic Revolution Podcast, sondern das ist für Ravemeister Schranz Switzerland. Das ist eine Podcast-Reihe. Die veranstalten auch Partys. Da Ravemeister Schranz Switzerland, Zürich. Da hat mich der Kollege angeschrieben, netter Kerl auf jeden Fall, ob ich ihm nicht einen kleinen Mix bauen würde. Das habe ich natürlich gemacht. Bin da ja immer offen für sowas. Was macht denn die Kamera hier schon wieder? Die ist ja doof. Oh, da muss ich mal gucken. Da sind die ganzen Profile zerschossen. Müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Ich kann das ja alles manuell noch einstellen. Aber das heißt manuell. Ich habe mir für die unterschiedlichen Positionen der Kamera habe ich mir so kleine Hot Cues auf meinem Stream Deck gebastelt. Normalerweise habe ich das automatisiert irgendwie, wenn ich die Ansicht wechsle in OBS, dass auch die Kamera wechselt. Aber das hat sich zerschossen. Muss ich mir nochmal angucken. Naja, jedenfalls macht er hier Partys. Da haben auch schon ein paar Bekannte auf jeden Fall hier auch schon Podcasts rausgehauen. Von daher, da machen wir auch mal mit. Warum nicht? Wollen wir mal reinhören? Soll ich mal einmal durchseppen? So auf ganz sneaky? Habe ich den VLC-Player? Habe ich hier? Guck mal, VLC-Player. Bam. 170. Letzten Mal habe ich 175 gemacht. Das habe ich jetzt 170 gemacht. Ich habe sogar überlegt, bisschen langsamer noch zu machen. Aber dann bin ich mal hier so durch die Sets durchgemixt. Also die sind noch deutlich schneller und verspulter, wie das, was ich da jetzt einreiche. Aber ich wollte mal was Solides und nicht ganz so Verspultes auch machen. Also das sind 170 BPM gewesen. Und das ist so die Range, in der ich mich bewege. Ich habe immer zwischen 170 und 180 BPM gemacht. 180 mache ich aktuell nicht, 175 habe ich mich so eingependelt. Das ist so die Range. Ich hatte ganz früher mal eine Radio-Mix-Reihe oder Podcast-Reihe, wie auch immer. Die habe ich Basement Sound Generations genannt. Da habe ich tatsächlich bei 150 gemixt. Also es war so richtig sumpfig. Das sollte so auch noch in Richtung Oldschool und Schranz gehen auf jeden Fall. Aber natürlich mit damals jetzt 2012 oder so, damalig aktuellen Tracks. Aber man kann das ja auch so gestalten, wenn man das langsamer spielt und sich Passagen raussucht und Tracks, die so ein bisschen monotoner, sumpfiger sind, dann kriegt man diesen Schranz-Sound eigentlich doch ganz gut hin. Das war die Geschichte. Ja, das ist auf jeden Fall mal abchecken hier. Ich kann das mal hier in den Chat hauen. Soll ich das mal hier in den Chat hauen? Wie gesagt, der macht auch eine Veranstaltung. Die heißt auch Ravemeister Schranz, soweit ich das weiß. Origins. Und ist in der Schweiz, in Zürich. Ist am 11.09. jetzt die nächste Geschichte. Line-Up ist schon voll.
Er hat aber angefragt, auf jeden Fall für ja, die nächste Rutsche. Sobald er da ein Datum hat, lässt er es mich wissen und dann muss ich mal gucken, ob das passt, weil er würde halt auch gerne, dass ich bei ihm spiele. Würde ich auch machen, wenn es zeitlich hinhaut, dann klar, bin ich da auf jeden Fall für offen. Aber das muss man dann sehen. Hey, na? Was geht ab? Was machen Sachen? Bist du auch am Schwitzen? Das ist ja hier Dachboden, ne, wo ich sitze. Da sind ja hier, ich wohne hier in so einer Doppelhaushälfte und das sind 3 Etagen. Unten ist halt so Wohnzimmer, Küche, Bad. Mitte ist dann halt die Schlafzimmer und nochmal ein Bad und hier oben unterm Dach ist nochmal ein großes Zimmer von dem Großen und dieses kleine, das sieht jetzt groß aus, das ist winzig, ne? Das sieht nur schick aus. Winterjacke an, geil. Ja, habe ich gar nicht. Ich friere ja nie. Ich bin ja so beleibt, dass ich eigentlich nie friere. Doch, ich habe mir damals mal, ich habe ja eine Zeit lang die VOG-WM gemacht, auch technisch. Und das war in Winterberg, im Sauerland. Da hast du halt 15 Tage draußen gearbeitet, jeden Tag 10 Stunden bei 0 Grad mit Regen oder Schnee. Da habe ich mir mal Winterkleidung zugelegt, weil klar, wenn du da 10 Stunden am Stück draußen bist, aber an sich friere ich nicht. Ich laufe auch im Winter in T-Shirt rum. Ich bin ja so ein alter Cabrio-Fahrer. Ich habe ja lange Zeit ein schönes Cabrio gehabt. Den habe ich ja verkauft, jetzt kürzlichst. Ne, so einen schönen Mustang. Bin auch konsequent auch im Winter Cabrio gefahren. Klar, jetzt nicht Autobahn, aber ich hatte immer das Dach auf. Ja, nee, das ist hier so eine kleine Hütte. Das ist mein Büro und da ist die Heizung und noch ein bisschen Stauraum für Krempel. Und wie gesagt, Klimaanlage habe ich, aber das würde ja akustisch gar nicht funktionieren. Ich habe auch meine Windmaschine, habe ich aus. Die habe ich unterm Schreibtisch, wenn ich mixe, dass ich ein bisschen Luft von unterm Schreibtisch noch abkriege. Aber wie gesagt, jetzt hier in diesem Szenario mit Labern und bla, kann ich das nicht anmachen. Ich habe einen Deckenventilator, ich hoffe, den hört man nicht. Ist ja eh schon meine PC-Lüfter. Der PC hängt an der Wand. Ja, Klimabeste. Hab für jeden, ich habe ja 4 Schlafräume. Ich habe ja 3 Kinder und meinst du die Windmaschine oder was meinst du mit 53 Zentimeter? 52 Zentimeter. Der Bodenventil, ja. Weiß ich nicht. Wie viel der hat, könnte ich jetzt auch gar nicht schätzen, aber ja, sowas in der Art. Wird offiziell als Windmaschine verkauft, weil ist ja eher so für, also ich habe mit, das ist halt, wir benutzen den in der Veranstaltungstechnik, unter anderem um so ein bisschen den Haze auch wegzupusten. Nicht an jeder Nebelmaschine hast du auch ein Venti dran. Ja, die haben Power auf jeden Fall, sind aber halt auch sehr laut, ne? Das ist das Doofe. Ja, ich bin gar nicht so anfällig für Hitze, auch wenn ich ein bisschen moppeliger bin, aber eigentlich kann ich das gut ab. Ich schwitze zwar auch schnell, aber bin da sehr, was Temperatur angeht, ziemlich unempfindlich. Klar, jetzt in so einem Bunker hier ist die Hitze scheiße. Da ist ja eher schöner, wenn man draußen in der Sonne bei 40 Grad sitzt, als bei 35 Grad in so einem Bunker hier. Aber ja, an sich habe ich mit Temperatur habe ich keine Last. Das passt eigentlich. Jo, 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 jo. Ich wurde schon wieder gestrikt, ne? Ja, ja, klar. Wenn, ne, also ich habe aktuell, was habe ich, 135 Kilo oder so. Ich habe schon abgenommen wieder. Bei mir ist das immer so ein Auf und Ab. Ich hatte vor kurzem noch 160. Ich hatte aber auch schon mal 120. Ich bin aber auch, also ich bin ein breites Kerlchen. Ich habe früher Kraftsport gemacht und habe ein breites Kreuz. Also ich bin sowieso ein Klumpen, sag ich mal so. Heißt, wenn ich jetzt nicht so fett wäre, hätte ich trotzdem ein extrem breites Kreuz. Und da ist auch noch einiges da, sag ich mal so, an Statur. Aber ich gehe halt auch nicht mehr trainieren, weil ich ja diese Krüppelei hier habe am Arm. Ich habe mir ja meinen Arm kaputt gefahren beim Mountainbiken. Nee, aber klar, wenn er so... In meinem Falle ein Türsteher. Ey, das ist so geil, ne? Kleine Anekdote dazu. So gut wie an jedem Gig, wo ich gespielt habe, hat mich irgendwer angequatscht, ob ich Türsteher bin. Nein, ich mache Musik hier. Ja. Aber ich habe tatsächlich Türsteher im Bekannten- und Freundeskreis. Auch tatsächlich mein Nachbar hier, der ist auch Security, der macht, also der hat auch Ahnung, der hat auch alle Befähigungen und macht zum Beispiel auch bei großen Festivals, Rock am Ring ist er immer da und so und macht da ja, Sicherheitsdienst. Ja, der darf auch, was er auch macht, ist halt so Beförderung von ich sag mal, Geldtransport, diese Geschichten. Also der ist mit Waffen tragen und allem drum und dran, der ist da, ist nicht einfach nur ja, also dieser klassische Security für ein Apfel und ein Ei. Mich haben sie schon wieder gestrikt, ey. Ich habe es jetzt auch nicht gelöscht. Normalerweise habe ich die Tracks gelöscht. Ich lasse es jetzt einfach mal aufrecht. Also die sind ja eh gesperrt. Ich verstehe es aber auch nicht. Ich verstehe, warum man Inhalte strikt. Ja, verstehe ich. Aber
wem nutzt es denn? Also, kann ich das nochmal aufmachen? Was passiert mit der Kamera, wenn ich jetzt das mache? Geht wieder da in die Ecke. Ist ja voll blöd, ne? Diese ganzen Schnipsel hier, die Snippets. Hier ist wieder DJ Trunk, glaube ich. Dance All Day. DJ Trunk, genau. Dann hatte ich das aber jetzt auch mit Greg Notel, ne? Oder Notel, wie auch immer. Mit G-Not. Das müsste auch Trunk sein. DJ Trunk. Ich habe gar nicht, und das ist auch eine andere verwehrte Gesellschaft hier, Bass Attack. Ich habe gar nicht so viele Tracks von dem, dass sie mich ständig, es ist doch immer, egal. Ja, ich frage mich halt, zum einen, wie soll ich damit umgehen? Soll ich die mal anschreiben? Das Problem wird ja nicht nur ich haben. Das Problem werden ja viele haben, die auf YouTube, es sind ja auch nur die Snippets, die Shorts, die gestrikt werden. Das sind nicht die Videos. Ich habe ja, zu den Shorts gibt es ja Videos hier. Das ist das Video, das Set quasi hier, wozu diese Shorts gehören, die gestrikt werden. Und ja, das wird nicht gestrikt. Es werden nur die Snippets gestrikt, also die Shorts. Ja, da habe ich mich jetzt tatsächlich gefragt, soll ich die mal anschreiben und mal fragen, wie ich damit umgehen soll? Ich frage mich ja, wer profitiert denn davon, wenn das jetzt gestrikt wird? Ich bin doch der Kunde von dem DJ, von dem Label. Ich habe doch den Track schon gekauft. Und im Gegenteil, dass ich den, also im Gegensatz, ich schade denen ja nicht, sondern ich mache ja sogar Werbung für sie, so gesehen. Ne? Also ich spiele den Track. Leute, die auf meinen Scheiß stehen, hören den Track und sagen, boah, ist geil. Also wer profitiert davon, wenn die meinen Beitrag striken? Verstehe ich nicht. Es nutzt ja nicht. Im Gegenteil, es nutzt das Label ja nicht, dem Label nicht, wenn, das ist doch kostenlose Werbung, die ich mache. Zumal ich ja in den Sets ja auch, ich mach's mal auf, ich habe ja die Trackliste hier. Wo steht da? DJ Trunk, DJ Trunk, DJ Trunk. 3-mal. Das heißt, man kann sogar hinspringen und man kann sich anhören, was der Track ist und den dann zur Not sogar dann kaufen, wenn man möchte. Weil man ja weiß, was Phase ist. Also da frage ich mich, wen nutzt das? So, und was ist die Konsequenz? Ich meine, am Ende, ich will ja Content erzeugen und will das posten. Ich will mich ja selber vermarkten. Und die Konsequenz kann ja nur sein, dass ich entweder weniger poste. Was heißt weniger poste? Die Konsequenz kann ja nur sein, dass ich mich mehr damit auseinandersetzen muss, was ich poste. Das heißt, ich muss mir jetzt eine Liste anfertigen an verwehrter Gesellschaften oder an Labels, die damit ein Problem haben, und in letzter Konsequenz muss ich überlegen, mixe ich die Tracks und muss mir dann quasi die Snippets so bauen, dass die Tracks nicht drin vorkommen, oder lasse ich die Tracks von vornherein weg. Daraus wird ja auch wieder die Situation, wenn ich den Track eh nicht mixe, muss ich ihn dann kaufen. Und ich bin ja so einer, ich kaufe das ja. Also ich habe ja seit einem halben Jahr, ich mache ja jetzt seit einem halben Jahr wieder Musik, ich habe mir mittlerweile schon 200 Tracks gekauft, mindestens. Und ja, also so, wenn man das zu Ende denkt, ich will keine Arbeit damit haben, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich anfangen, mir eine Liste anzufertigen, welche Labels ich nicht mehr spiele. Und die kaufe ich dann auch nicht mehr. Warum soll ich die denn kaufen, wenn ich sie nicht spiele? Fakt ist doch, ich will meinen Scheiß ins Internet bringen. So, und ich monetarisiere das ja nicht. Das ist ja nur Werbung für mich, damit die Leute meinen Scheiß hören und auf mich klicken, auf mich aufmerksam werden. Kapital ist das ja nicht. Und selbst wenn es für mich Kapital wäre, Black Widow verbinde ich mit Marvel. Kenn ich nicht, Black Widow. Ja, Marvel, geil. Ich gehe morgen mir den neuen Spider-Man angucken, morgen Abend mit einem Kollegen. Nee, aber wie gesagt, ne, selbst wenn ich damit jetzt Geld verdienen würde, wenn es mein Haupteinkommen wäre, gerade dann würde ich doch sagen, ich spiele den Track nicht mehr, weil es war wieder nur viel Arbeit. Es gibt halt 1000 andere Tracks, die geil sind, dann lasse ich das. Das behindert mich ja nicht in meiner Einnahme. Es sorgt nur dafür, dass ich keine Werbung mache, indirekt für den Künstler und für das Label. Und dass in letzter Konsequenz das Label weniger Platten verkauft. Jetzt, wenn man das mal zu Ende denkt und es jeder machen würde. Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Den muss man mir mal erklären. Den Sinn dahinter muss man mir einfach mal erklären. Ich bin ja offen für alles. Ich bin so ein logischer Mensch. Ich bin so Hobby-Vulkanier, ne? Lebe lange und in Frieden. Man kann mich mit Logik immer argumentativ stellen und auch überzeugen. Ich sehe da keinen Benefit für die. Verstehe ich nicht. Verrückt, oder? Wie gesagt, ich lasse das jetzt einfach stehen. Ich hau das raus. Ich habe ja hier, da muss ich auch noch mal weiter ein bisschen dran rumtüddeln. Jetzt mache ich noch mal die Kamera. Ich muss mal einmal gucken hier, warum das so ist, wie es ist. So, Windows. Geil, dass der auf den Schreibtisch fährt, ne? Ich habe ja hier nach wie vor diese Software, kann ich auch echt jedem markenkennzeichentlich geschützt. Ja, klar, sicher.
Aber worum geht's denn bei dem Copyright? Es geht ja darum, dass andere nicht mit den Werken der Leute Kapital schlagen. Aber wenn ich als Produzent etwas baue, damit, also blödes, ist einfach eine Metapher, eine Analogie, ein blödes Beispiel. Ich bin Wirt und baue Schrauben. Und ich erlaube Handwerker Müller nicht, die Schraube zu benutzen, weil er damit Geld verdient. Hä? Was? So, was? Pff, ne? Wir reden ja auch über den Musikbereich. Also klar, wenn du jetzt auf Mainstream bist und in den Charts und so, GEMA-technisch ist ja ein Thema, ne? So, da gibt's ja Blackboxen, die erfassen das, und dann gibt's. Es geht nach. Jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich erschrocken. Black Widow. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Danke fürs Folgen auf jeden Fall. DJ Metro und Black Widow ist ein Account und du folgst mir aber schon und ich gebe es nochmal separat oder wie? Miss Black Widow. Hallo, grüß dich. Du warst bei Sony, das heißt, du kannst viel mehr zu dem Thema erzählen. Dein Frauchen. Ah, cool. Danke fürs Follow. So, das waren jetzt die eben angesprochenen Alerts. Jetzt habe ich mich erschrocken, Alter, weil der war relativ laut jetzt für mich. Alter Schwede, geil. Ja, also du hattest das wahrscheinlich ja gerade mitbekommen, ne? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, dass man das strikt. Wenn ein DJ Stücke aus seinem Set ins Internet stellt und dann von dem einen oder anderen Künstler natürlich logischerweise da Tracks drin sind. Warum strikt man denn das? Das ist erschließt sich mir nicht so ganz. In welcher Genre bist du denn unterwegs? Man darf mir das nicht übel nehmen, wenn ich jetzt Künstler nicht kenne, weil ich war auch 10 Jahre raus und so. Ne? Ja, klar, gerne. Auf jeden Fall. Ja, verstehe ich auch. Ne? Manche Dinge sollte man, darf man oder will man auch nicht quatschen. Aber auf jeden Fall würde ich mich da gerne mal auch schlau machen. Für mich geht es ja auch darum, also am Ende will ich ja nur wissen, wie gehe ich damit um. Ne? Wenn es Möglichkeiten gibt, das zu umgehen oder sich die Lizenz zu holen bei den Labels oder so, ist das ja cool, mache ich ja, ist ja kein Thema. Und letzter Konsequenz hatte ich ja eben schon gesagt, werden die Tracks halt nicht gespielt. Trance House, oh cool. Ist ganz witzig, ich bin ja immer Schranz gewesen, auch damals zu den Zeiten, wo ich noch feiern war. Aber ich hatte immer ein Ritual und das war auf der Nature One. Ich war immer in den schlimmsten, dunkelsten Bunkern und Schranz, je härter, desto besser. Aber auf der Nature One, der Samstagabend, gehörte immer dem Mainfloor. Ich hatte immer meine kleine Ecke am Mainfloor. Wenn du von der Bühne guckst, hinten links, wo es so den Gang runter geht, dann hattest du zu dem Sprungturm noch mal eine Einfahrt, da waren aber Heereszäune. Und da habe ich immer gestanden mit meiner Ex damals, mit ein paar Dudes. Und da lief ja immer Trance. Und das war immer ein Erlebnis. Auf der Nature One, Sonne scheint, man ist richtig auf Tour, sag ich mal so, und dann Trance und das war immer geil. Das war immer ein geiles Erlebnis. Deswegen mag ich Trance auch. Bin zwar eher von einer härteren Gangart, aber für mich ist das halt auch Musik mit Charakter und mit Leidenschaft, wo die quasi so einen Faden hat, dem du folgen kannst und nicht einfach nur so Hit-mäßig. Trance ist geil. Blank Jones, klar, groß, Fame-mäßig, aber die haben auch geile Sachen dann rausgehauen, ne? Fand ich auch nicht schlecht. Gab's viele coole Sachen, ne? Und eins meiner Lieblingslieder von damals ist ja Paul van Dyk von Angel, ne? Krieg ich immer noch Gänsehaut. Das war auch lange Zeit echt eine Scheibe. Genau wie ATB, Tannenberger. 9 p.m. till I come, auch richtig geil. Goa. Ja, da war ich nie so. Ich hatte ein paar Kollegen, die auf Goa unterwegs waren. Das war immer, ist auch schön und treibend, aber das hat mich nie gecatcht irgendwie. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen, weil ist natürlich schade, wenn man gewisse Sachen immer geblockt kriegt. Ach so, Agentur, ja, nö, ach, du, ich bin ja eigentlich raus aus der ganzen Geschichte. Ich habe meine Zeit gehabt. In 2010er Jahren war da viel unterwegs. Ich mache das ja nur noch für mich. Oder andersrum, ich würde das gar nicht schlimm finden, wenn ich nirgendwo mehr spielen würde. Ne? Für mich reicht es, dass ich für mich Musik mache. Und weil ich weiß, dass der eine oder andere das so auch cool findet. Das war auch eine schöne Erkenntnis, dass man nach 10 Jahren Pause einmal Hallo sagt und einmal ein Set postet und die Leute dann, also die Dudes von damals, alle wieder ausrasten. Also es ist ja ganz schön, dass da echt noch Leute sind, so Oldschool-Leute. Ja, Oldschool ist es ja auch nicht. Für mich ist Oldschool 90er. Bin halt schon alt. Aber du weißt, was ich meine. Das ist aber ganz schön. Deswegen, selbst wenn ich jetzt nie wieder spielen würde oder so, ich mache das für mich und das reicht mir. Da habe ich meinen Frieden mit. Ja. Von daher, ganz so will es das nicht. Damals, ja.
Hey, Roughnicks. Hi. Ja, nicht ganz 11 Jahre. Ich habe 2016, habe ich auch noch auf dem Ground Zero gespielt in Holland. Ich hatte theoretisch auch noch ein, zwei Gigs in 2017 rein, die habe ich aber nicht mehr wahrgenommen. Da hatte auch, der Sven hat auch gesagt, ich soll die lieber machen. Warum soll ich aufhören? Ist ja Quatsch. Aber ich habe einfach aufgehört. Und jetzt habe ich ja, theoretisch habe ich ja, wann war das? Im Dezember letztes Jahr habe ich meinen ersten Mix wieder aufgenommen und ja, 18 Jahre ist auch lange Zeit. Bist ja auch ähnlich meinem Jahrgang. Ich bin Baujahr 80, 11 Jahre weg. Ich sag mal so, ich habe schon einige Gigs angeboten bekommen. Und irgendwie passt es irgendwie nie. Es passt halt irgendwie nie. Ja, mit Pause, ja. Also bei mir war es gar nicht notwendig, sondern das war so, also es war nicht auf musikalischer Ebene notwendig. Im Gegenteil, es lief alles perfekt, ne? Ich habe meine Gigs gehabt, ich habe auch im Festival gespielt, das war richtig fett und ne, von daher musikalisch war ich voll in der Blüte, voll auf Dampf. Ich hatte Ideen, ich hatte Bock und vielleicht war es genau deswegen, weil man gesagt hat, dass es jetzt, eigentlich muss man gehen, wenn es am schönsten ist. Es war auch so, Familie wächst, ne? Arbeit wird wichtiger. Ne? Ich habe dann, wie gesagt, ich war lange im öffentlichen Dienst, habe da ein Gelände betreut. Baujahr 90, ja. Ja, bist tatsächlich glatte 10 Jahre jünger. Ja, so hat sich dann ergeben mit der Arbeit. Aber es war halt auch wichtig und war gut. Klar, man weiß nicht, wo man gestanden hätte, wenn man die eine oder andere Entscheidung nicht getroffen hätte. Das kann man nicht wissen. Man weiß nur, wo man jetzt steht. Und das ist nun mal die Summe aller Entscheidungen der Vergangenheit. Und wenn man jetzt zufrieden ist, dann war es zumindest nicht falsch. Und ich bin zufrieden und demnach empfinde ich das nicht als falsch an. Und ich finde auch, dass ich jetzt zum Glück mit einem total wichtigen Abstand einfach wieder so ein bisschen reinschnupper. Klar, ich habe jetzt meine Meinung und finde auch manche Sachen echt schade, aber am Ende sind sie mir egal, wie die Entwicklung jetzt ist. Wenn ich jetzt keine Pause gemacht hätte so lange und wäre noch viel mehr drin verwurzelt und vielleicht auch abhängig von der Branche, dann hätte ich viel mehr Probleme damit, wie es jetzt ist, als dass ich es wirklich habe. Ich habe doch meinen Frieden damit. Klar habe ich eine Meinung dazu, ich gucke mir Sachen an, ich höre den Leuten zu, ich habe jetzt wieder, ist auch so ein Punkt. Ich kann das fast mal aufmachen. Ich habe mir heute auf TikTok ein Video angeguckt, Felix Lobrecht spielt auf dem Festival. Das ist ein Comedy-Typ. Jetzt weiß ich ja auch, dass der Revi ist ja ein Streamer, der macht auch Musik. Boah, da könnte ich könnte so ein Thema daraus machen jetzt, ne? Ich habe da ganz viele Gedanken zu in dem Moment, weil, ja, das ist wichtig, dass ich mir treu geblieben bin. Ich war immer authentisch und habe immer das gemacht, was ich als richtig empfunden habe und nicht das, also das, was ich als für mich gut empfunden habe und nicht das, was meiner Karriere dienlich war. Ich habe immer die Musik so gespielt, wie ich das wollte. Ich habe immer das so gemacht, wie ich das wollte, hat mir da nicht reinreden lassen. Ich bin mir treu geblieben, bin authentisch geblieben. Klar kann man erfolgreicher sein, wenn man mit den Trends geht, aber das habe ich nie getan. Das sehe ich auch, weil ich sage das immer und ich sag's jetzt, will das auch einfach nochmal unterstreichen. Ich mag das total, dass Leute das gut finden, was ich tue, aber ich mache das nur für mich. Ich mixe das und mixe so, wie ich mixe und mixe das, was ich mixe, nur für mich. Ich muss damit zufrieden sein und ich bin damit zufrieden. Ich liebe meine Sets, ich höre sie gerne. Ich kann sie mir nicht satt hören, bin da sehr zufrieden mit und ne, ob ich damit jetzt erfolgreich bin oder nicht, spielt keine Rolle, weil es da keine Abhängigkeiten gibt. Ne? Das ist ja das, was ich eben meinte, diese schöne Freiheit, die sich dadurch auch gehalten hat und die ja vielleicht anders wäre. Dadurch, dass ich diesen Abstand halt habe und nicht diesen Zwang und diese Notwendigkeit, kann ich da halt einfach viel lockerer und freier mit umgehen mit der Thematik. Ich bin immer noch so unbändig wie früher. Es ist einfach nur Zeit vergangen. Bei mir hat sich nichts getan. Einzige, was ich merke, ist körperlich der Verfall. Aber der Kopf, es ist genau wie gestern. Ja, Black Widow. Bei mir war es halt so, das war total cool irgendwie. Ich habe das dankend angenommen. Also ich habe nie aktiv versucht, irgendwo zu spielen, sondern die Leute haben mich immer angefragt. Und für mich war das immer nur nebenbei, weil ich immer schon gearbeitet, also ganz festen Job hatte. Wie gesagt, ich war jetzt 17 Jahre im öffentlichen Dienst, habe jetzt 22, bin ich quasi in die Selbstständigkeit gegangen. Aber vorher war ich
von 2005 an quasi im öffentlichen Dienst und das war für mich immer nur Spaß und Hobby. Klar, wurde das dann viel und ich hätte das theoretisch auch als Karriere machen können. Habe mich aber echt glücklicherweise dagegen entschieden und das ja, hat auf jeden Fall meine Freude bewahrt und das hat auch gewährleistet, dass ich mich eben nicht als Dienstleister sehen kann. Ich habe das jetzt schon öfter thematisiert auch. Ich kann das auch verstehen, dass DJs, die auch ihr Brot damit verdienen, Dienstleister sind und sich auch an gewisse Dinge richten müssen. Also ich habe immer meins gespielt und in dem Tempo und in der Härte, wie ich das wollte. Ich habe in meiner Klangfabrik, war ich eine Zeit lang in Viersen auch Resident, in Anführungsstrichen, also es war eine kurze Phase, die haben ja dann auch schnell zugemacht. Das ist ja das war dann fester Beruf. Das heißt, du kriegst eine Playtime zugewiesen und wenn du, sag ich mal, eben zum Headliner oder kurz vorm oder kurz nach dem Headliner spielst, dann hast du auch eine gewisse Vorgabe, was das Tempo, die Tracks angeht. Ne? Ich habe immer Nelson-Style gemacht. Immer. Die wussten immer, wenn sie mich gebucht haben, 180 aufs Maul. Und deswegen war ich auch ganz oft der Finisher, ne? Das wusste man halt. Ich habe immer gesagt, die wissen ja, wen sie buchen. Deswegen habe ich mich auch nie als DJ beschimpft, sondern immer als, steht ja auch da, Digital Mixing Artist. Ja, genau. Ich hoffe doch. Das war immer so Ziel. Das war immer Ziel. Dass die Leute wissen, wenn da Nelson draufsteht, dass da Nelson drin ist. Also, dass er nicht dieser Dienstleister ist. Ich habe auch nie Trackwünsche erfüllt, weil ich ja meine Vision von dem Abend darbiete und nicht. Das ist auch egoistisch, ich weiß. Ich kann die andere Seite sehr gut verstehen. Da verstehe ich auch den Beweggrund, weil du ja am Ende auch für den Gast spielst. Der muss ja eine gute Zeit haben. Aber das habe ich für mich nicht gesehen. So, ich weiß nicht, ob das klug ist oder nicht. Hätte ich eine große Karriere starten können, wo ich Geld verdient hätte und wäre als DJ um die Welt getourt. Aber das wollte ich gar nicht, weil ich halt eine Familie auch habe. Ich hatte damals ja schon 2 Kinder. Ne? Klar, jetzt tue ich trotzdem um die Welt als Veranstaltungstechniker. Aber ich behaupte mal, dass ich jetzt viel mehr sicher Geld verdiene. Du guckst wahrscheinlich schön auf die Zeit zurück, weil man da ja auch viel erlebt. Ne? Gutes, Schlechtes. Ich hatte auch schlechte Erfahrungen mal gemacht. Ich habe ja selber veranstaltet. Ich möchte das jetzt nicht thematisieren, im Detail auch keine Namen nennen. Aber ich hatte halt eine Geschichte auch mal. Da habe ich mit jemandem zusammen veranstaltet in Berlin. Das war Abrissgewerbe meets bla bla bla. Und da habe ich die Busto organisiert. Ich habe die Kartenverkäufe organisiert im Vorfeld. Ich aus meiner Warte als Veranstalter vom Abrissgewerbe. Ja, vielen Dank für die Blumen auf jeden Fall. Ja, ich hätte auf jeden Fall an dem Abend, das ist ja selten, auch ein Plus eingefahren, weil ich intelligent geplant habe. Ich habe intelligent gebucht. Ich habe eine Bustour organisiert. Ich habe die Karten verkauft. Mega geile Bustour. Das war so geil. Ja, und die andere Hälfte, der kam halt aus dem Osten, der Kollege. Ja, der hat ganz viele Headliner gebucht. Unter anderem war Slugos da und er selber kam nicht. Er hat seine Freundin und einen anderen Dude dahingesetzt. Die haben die Kasse gemacht und sind mit den kompletten Einnahmen getürmt. Und ich habe dann von den Einnahmen meiner Bustour, von den Tickets, die ich verkauft habe ich dann seine Acts bezahlt und bin dann mit einem leichten Minus raus. Und dann habe ich das thematisiert bei Facebook und dann hat mich ein Anwalt angerufen. Wegen Rufmord und so. Ist geil, ne? Ja, also ich habe nicht nur gute Sachen erlebt in der Branche leider. Aber was willst du machen? Also ich bin ja immer dankbar dafür, dass es Arschlöcher gibt. Das macht es mir leicht, ein netter Kerl zu sein. Stell dir mal vor, die wären alle nett. Das wäre ja schlimm. Da müsste ich mich ja richtig bemühen, nett zu sein. So brauche ich mich nicht bemühen. Man muss einfach nur nett sein. Ja. Ja, ja. Das war assi, ja. Das war richtig assi, war das. Da habe ich auch lange überlegt, wie gehst du damit um? Und das Schlimme ist, dass seine Künstler das gar nicht so deutlich wahrgenommen haben, dass ich mit dem eigentlich nichts zu tun hatte und dass wir zwei unterschiedliche Veranstalter waren. Ich konnte sie auch nicht alle so bezahlen, wie sie die Gage vereinbart hatten. Ich habe dann alles, was ich hatte an Geld genommen und habe es dann versucht, gerecht aufzuteilen. Das heißt, keiner hat das bekommen, was man ihm versprochen hat. Und ich hatte den Eindruck, dass es nicht ganz so klar war, dass ich es nicht verbockt habe. Wobei ich habe nie böses Blut bekommen. Aber es ist schade und es tut mir auch für die DJs leid. Wie gesagt, Slugos ist ja auch heute auch eine Größe. Gibt's auch auf YouTube tatsächlich, das Video von meinem Auftritt. Das war im Subland in Berlin. Ja, das Liebsein. Ne, das ist das. Und wie du schon schreibst, Roughnecks, du musst dich im Spiegel angucken. Ne? Ich mache das auch für mich, versuche für mich nett zu sein. Ne? Dass man die Würde vor sich selbst wahren kann und nicht, um anderen zu imponieren. Das muss man nicht. Das habe ich ja eh nicht. Diesen Drang, anderen zu imponieren. Ich habe sowieso keinen Drang, anderen in irgendeiner Form zu gefallen oder zu missfallen. Ich habe da nicht so einen Sensor für, was oftmals ein Segen ist, weil ich bin sehr
extrovertiert, sag oft, was ich denke. Das ist nicht immer klug. Manchmal stimmt es, was ich denke, und dann verletzt es aber trotzdem irgendwen und irgendeine Meinung. Die finden dich dann doof. Manchmal stimmt es nicht, weil man es nicht besser weiß. Ist auch blöd. Ne? Aber in Summe ist immer wichtig, finde ich, dass man ehrlich und aufrichtig ist. Weil das ist das, was uns Menschen auch am wichtigsten sein sollte in so einer Gesellschaft. Dass man ehrlich zueinander ist. Dass man nicht versucht, Spielchen zu treiben, sondern dass man, auch wenn man eine andere Meinung hat, ich möchte jetzt gar nicht irgendeine Thematik aufmachen in dieser wilden Zeit, in der wir aktuell sind. Aber jeder kann ja unterschiedliche Meinungen haben, und oftmals sind Meinungen ja auch, werden ja auch von Angst geformt, und dann Menschen zu kritisieren, ist scheiße, ne? Auch wenn man das anders sieht. Ja, genau. Sag, was du denkst. Keiner darf, also ich würde keinen für seine Meinung kritisieren. Mich interessiert, weil wie ist er zu dieser Meinung gekommen? Oder ich sag's mal so, um das mal irgendwie so ein bisschen juristisch zu betrachten, interessiert mich nicht die Tat, sondern der Beweggrund. Die Tat ist nur eine Folge von Vorgeschichte und von Interpretation, und die Tat kann manchmal auch logisch erscheinen, auch wenn sie nicht gut ist. Aber manchmal, auch da wieder eine Metapher. Ich weiß, dass mein Nachbar seine Frau drangsalieren möchte, und ich drangsaliere ihn vorher. So, jetzt habe ich ihn drangsaliert und bin gewalttätig geworden, aber ich habe damit eine andere Tat, ja, verhindert. So, jetzt versucht das mal rechtlich einzuordnen. Ist schwierig, ne? Es wäre auf jeden Fall ganz anders einzuordnen, wie wenn ich meinen Nachbar drangsaliert hätte, weil er ein Arschloch ist und ich ihm sein Porsche vor der Tür nicht gönne. So, ne? Das hat eine ganz andere Gewichtung auf einmal, diese Betrachtung. Ja, war jetzt nur ein Beispiel. Das ist gerade auch doof. Jetzt hätte jetzt fast gesagt, irgendwie geplanten Attentat oder so, aber ist ja gerade auch schwierig, ne, diese Thematik. Ich möchte auch, finde, ganz anders als in den Bereichen, wo ich mich beruflich musikalisch bewege. Ich mache ja viel so Rock und Metal und auch Punk-Konzerte oft. Da ist ja Politik normal. Versuche ich, Politik aus allem rauszuhalten. Das ist eine persönliche Geschichte, genau wie Religion. Muss man auch nicht öffentlich thematisieren. Das soll jeder für sich selber wissen. Und das möchte ich auch nicht auf meinen Plattformen und im Rahmen meines Walten und Schaltens irgendwie groß thematisieren. Ich habe viel zu erzählen. Ich habe ganz viel Meinung, thematisiere ganz viele Dinge, oft gerne im Privaten auch. Ich informiere mich über ganz viel. Ich gucke mir ganz oft auf YouTube Aktuelle Stunde an. Den Kanal habe ich abonniert vom Bundestag, weil ich politisch auch interessiert bin. Nicht engagiert, sondern interessiert. Also ich habe kein Parteibuch und nichts. Ja, so ist das mit der Techno-Szene. Man muss sie clean halten. Ich finde, die Techno-Szene sollte frei von Politik und von Meinung sein. Das war immer das. Deswegen, ich habe immer ganz stolz gesagt, meine Musik ist mit ohne Singen. Und das finde ich auch wichtig, weil mir dann nicht irgendein Songwriter ein Thema aufdrückt, wonach ich mich emotional beeinflussen lasse. Techno ist unemotional, ohne emotionalen Einfluss, möchte ich behaupten. Oder so sollte es sein. Wenn ich gut drauf bin, bin ich gut drauf. Wenn ich schlecht drauf bin, werde ich nach einer Party gut drauf. Wenn ich gut drauf bin ich danach noch besser drauf. Ne, eigentlich ist Techno-positiv. Feiern. Und es ist Gleichheit. Dieses Schubladendenken und dieses Kategorisieren kenne ich von damals nicht. Wir waren alle Teil von jetzt. Und jetzt war geil. Und da gehörte jeder dazu. Ganz unabhängig davon, wer er ist, wie er aussieht, wo er herkommt und was er ansonsten denkt. Wir sind jetzt und jetzt ist geil. Mehr braucht's nicht. Fertig. Ja, Techno ist ein Lebensgefühl. Ja, stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Ich war 95, 96. 95 war ich in Dortmund im Soundgarten, hieß das. Das war eine Disco, die hatte Halle 2, da war Techno. Dann gab es noch die Grufti-Halle und den großen Saal, da war so Mainstream, Charts. Aber Halle 2 war Techno. Und da habe ich mich schon mit 15 reingemogelt. Mit 16 durfte ich dann bis 0 Uhr, aber dann war es halt auch drin. Und so 98 bis 2002 war ganz wild. Da hat auch der Fusion Club aufgemacht, 98, am Haverkamp. Vorher war das ja der Cosmic Club. Der Cosmic Club ist ja dann runter zum Hafen am Kanal. DJ Rush. Der war ein Phänomen. Da fing das an mit dem Hype. Ich glaube, der hat diesen großen Hype ins Rollen gebracht. Zumindest in der härteren Genre. Ja, ich fand Rush auch cool. Ich habe den auch ein paar Mal gesehen tatsächlich. Im Fusion, im Tor 3, im Palazzo in Bing. Petto habe ich da auch gesehen. Die waren damals auch noch sehr jung und sind mit in seinem Bugwasser geschwommen, sind immer mit ihm mit. Irgendwann habe ich mit Petto zusammen im Line-Up gestanden und habe nach denen gespielt. War auch schön, das mal zu sehen. Fame-DJs. Was hatte ich denn? Genau. Lobrecht.
Jetzt mal so ein Gedanke, ne? Um das nochmal aufzugreifen. Jetzt hast du den Lobrecht, der spielt auf dem Festival. Der wird das nicht für umsonst machen. Der wird viel Geld dafür kriegen. So, das ist Geld, was DJs, die ihr Geld damit verdienen und darauf angewiesen sind, was die an Gage nicht kriegen. Wo dann der Veranstalter sie drückt. Weil der Veranstalter meint, der muss dann noch die DJ-Stars, Lobrecht, Revi, bla buchen für viel Geld, damit die noch irgendwie Leute ranbringen. Das finde ich scheiße. Ich meine, es gibt wirklich Beispiele, wo sehr, sehr, sehr bekannte Leute, Weltstar, Idris Alba, kennt ihr Idris Alba? Das ist aktuell von dem aktuellen He-Man, der Man at Arms. Das ist ein mega geiler Schauspieler. Der ist DJ, der spielt Techno. Und der macht das nicht, weil er da Fame abgreifen will. Der liebt den Scheiß und der ist ein echter DJ. Also nicht so einer, sondern so einer. Und da ist das ja cool, ne? Da finde ich das ja auch in Ordnung. Warum sollen denn Leute, bloß weil sie bekannt sind, nicht eine Leidenschaft für das haben, was wir auch tun, wo wir unbekannt sind? Aber ich glaube halt, dass es da eben so halt auch Leute gibt, die halt eben nicht die Leidenschaft, die nicht mit dem Herz dabei sind. Für die ist das auch nur Fame abgrasen und für die Veranstalter ist das in anderen Teichen fischen für neue Gäste. Und der Leidtragende ist am Ende der Gast vor Ort, der sich die Scheiße geben muss. Und vor allen Dingen die Support-DJs, denen man sagt, wir können dir gar nicht so viel Gage geben. Die werden sich mit Sicherheit mehr reintun, als der normale Dienstleister-DJ kriegt. Ist eine Vermutung, aber so wird wahrscheinlich so sein, ne? Da musst du googeln, das ist so Bimmelbammel-Techno ist das. Also das ist schon fast kein Techno, das geht so in diese Mainstream-Bimmelbammel, was auch immer, Geschichte. Kirmes-Techno. Habe ich jetzt auch TikTok. Gucke ja auch viel auf TikTok, ne? Nee, gar nicht, ey, gar nicht. Revi ist da, glaube ich, schon ein bisschen mehr drin. Wie gesagt, wenn sie es im Herzen haben, soll doch jeder tun. Aber ich glaube, dass es eher so eine Mainstream-Nummer ist, ne? Die TikTok-Kids, ich sag's dir. Ich gebe mir immer Mühe. Ich weiß nicht. Manchmal hilft es, Dinge zu tun, aber sie dann nicht, also wie soll ich das sagen? Ich habe das ganz oft, wenn ich durch TikTok scrolle oder so und ich sehe dann ein Video mit einem Thema, was mich auch bewegt, wo ich was zu sagen will. Da gibt es diese 3 Siebe des Sokrates. Das ist sehr schön, das kann ich euch kurz erklären. Das ist ein Prinzip, was man anwenden kann, was eigentlich total gut ist, was eigentlich jeder machen sollte. Das aber so gut wie keiner macht. Erkläre ich kurz, aber ich will noch mal kurz. So, dann gucke ich ein TikTok-Video mit einem Thema, wo ich was zu sagen will. Und dann schreibe ich was und dann schicke ich es nicht ab und swipes weg. Dann habe ich es mir einmal von der Seele runtergeschrieben, aber ich habe nichts Negatives geschrieben. Warum? Siebe des Sokrates. Jetzt passt mal auf. Sokrates, sein Lehrling kam zu Sokrates. Ey, genau. Deswegen habe ich eine Zeit lang Facebook nicht gemacht. Ne? Ich habe mal irgendwann überlegt, du schreibst ja, du hast TikTok-Account gelöscht, weil du dich nach einer Stunde Scrollen dümmer gefühlt hast als vorher. Ja, verstehe ich total. Und das ist der Grund, warum ich auch lange Zeit auf Facebook nicht aktiv war. Weil ich habe einen elementaren Teil meiner Freizeit damit verbracht, durch die Timeline zu scrollen und mir den Bullshit anderer Menschen anzugucken. Und da habe ich mir irgendwann überlegt, so, ist es dir deine Lebenszeit denn wert eigentlich? Nein, ist es nicht. Eigentlich ist deine Lebenszeit total kostbar und die kommt ja nicht wieder, ne? Gerade wenn das so ist, dass du dich dann auch noch über die Sachen aufregst oder so, dann fühlst du dich ja auch noch schlecht dabei. Du opferst deine Lebenszeit, du fühlst dich schlecht dabei und es ist keinem geholfen. Ich meine, mittlerweile habe ich da auch eine gewisse Distanz zu. Ne? Wie gesagt, manchmal schreibe ich was, aber schick's da nicht ab. Dann habe ich es für mich, habe ich es dann trotzdem gesagt, aber es ist nicht im World Wide Web, weil Siebe des Sokrates. Pass auf. Der Auszubildende, der Lehrling von Sokrates, kam zu Sokrates und sagt, Sokrates, ich muss dir unbedingt was sagen. Und dann sagt er, pass auf, bevor du mir das jetzt sagst, bitte bedenke. Wende erst die 3 Siebe an. Das erste Sieb ist, stimmt das, was du mir sagen willst? Stimmt es nicht? Sag es nicht. Stimmt es? Wende das zweite Sieb an. Ist es was Gutes, was du mir sagen willst? Ist es nichts Gutes? Sag es nicht. Ist es was Gutes? Das dritte Sieb. Nützt es mir? Nützt es mir nicht? Sag nix. Wenn es mir nützt, es der Wahrheit entspricht und was Gutes ist, dann darfst du es mir sagen. Und das ist ein Punkt, wenn man da mal nur so ein bisschen drüber nachdenkt und das versucht ein bisschen in sein Verhalten zu integrieren, hat schon unheimlich großen Impact darauf,
wie gut du mit deinem Umfeld umgehst und wie sehr gut dich dein Umfeld wahrnimmt. Weil du bist ja auch nur die Projektion quasi von dem, was die Leute von dir denken. Dieser Unterschied zwischen wie du dich wahrnimmst und wie du wirklich wirkst, der ist ja eklatant. Ich habe das im letzten Video schon gesagt bei mir. Ich habe ja voll die Hassfresse. Ich sehe ja immer aus, als ob ich jemanden an die Gurgel springen will. Dabei habe ich eigentlich nur positive Gedanken im Kopf. Ich bin ja voll netter Kerl. Aber so sehen mich die Leute. Und dann, wenn du das verstanden hast, dass du grimmig aussiehst, auch wenn du es nicht grimmig meinst, es aber grimmig ankommt, dann hast du viel mehr Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass du eben nicht grimmig ankommst. Und dann hast du auch nicht die Situation, dass du dir denkst, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Warum ist denn der jetzt böse? Warum ist der denn jetzt sauer? Ich war doch gar nicht so gemeint. Ja, ne? Sender-Empfänger-Ding. Ne? Nee, aber das ist das so. Meine Erfahrung ist halt, und ich bin jetzt bald 46, meine Erfahrung ist ganz klar, die Art und Weise, wie du zu dir stehst und wie du denkst, ist maßgeblich daran beteiligt, wie das Umfeld dich wahrnimmt und wie das Umfeld mit dir umgeht. Und das potenziert sich am Ende. Es kann sich in beide Seiten potenzieren. Wenn du positiv denkst, positiv handelst, widerfahren dir viel mehr positive Dinge, weil dein Umfeld eher positiv mit dir umgeht. Und genauso ist es auch andersrum. Bist du negativ, bist du nur am Moppern, hast du sowieso eine schlechte Meinung zu all den Dingen. Zum einen wegen der selektiven Wahrnehmung, das ist ja auch ein Punkt. Selektive Wahrnehmung besagt ja am Ende, dass du am meisten das wahrnimmst, was deine Erwartungshaltung ist. Und wenn du sowieso schlecht denkst, dann so, du hast 10 Situationen und von den 10 Situationen gehen 7 gut und 3 gehen schlecht. So, und wenn du davon überzeugt bist, dass du es eigentlich gut machst, dann sagst du am Ende, ja geil, war doch geil. So, wenn du aber davon überzeugt bist, dass es nicht gut ist, dann sind diese 3 Situationen, die nicht gut gelaufen sind, viel größer für dich als die 7 Male, wo es gut gelaufen ist. Und am Ende bleibt das war scheiße. Ja. Das ist das Ding. Und so kann man auch ein bisschen, ja, seinen Erfolg auch bestimmen. Ne?